muss sagen, ich freue mich total, weil ich hatte das ja auch schon im Teaser angekündigt, ist letztendlich so eins meiner Lieblingsthemen, wenn es um Badminton-Training geht. Wie das Ganze entstanden ist, letztendlich möchte da ein bisschen was zu erzählen, dass ihr das auch so nachvollziehen könnt. Ja, Timo Runo ist mein Name. Ich war bis Tokio, das heißt bis August zu den Olympischen Spielen leitender Bundestrainer für Doppel und Mixed, war davor Bundestrainer Damen-Doppel, davor einen kurzen Ausflug nach Österreich gemacht als Jugendnationaltrainer. Und davor war ich letztendlich im Hamburger Raum als Trainer tätig in verschiedenen Vereinen, im Hamburger Landesleistungszentrum, wo ich die letzten 3 Jahre hier in meiner Hamburger Zeit auch der leitende Trainer war und habe letztendlich parallel zu dem Ganzen so diese gängige Trainerschiene gemacht. Ich war ein mehr oder minder schlechter Spieler, habe relativ spät angefangen, habe mich dann so ein bisschen in die Regionalliga hochgekämpft und habe parallel dazu halt die ganzen Trainerausbildungen gemacht. Das heißt C-Trainer, B-Trainer, A-Trainer, dann Diplom-Trainer und dann auch diverse weitere Trainerausbildungen. Ich habe das Ganze dann auch noch studiert, einen Masterabschluss gemacht in Leeds während der Olympia-Quali 2016, um letztendlich da auch nochmal so diesen akademischen Hintergrund zu bekommen. Ich war in meiner Hamburger Zeit, bin ich gerne durch die Welt gereist und habe das gerne immer mit so sinnvollen Sachen wie Ausbildung oder Training verbunden. Und so ein Aha-Effekt war eigentlich, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wieso sind die Chinesen eigentlich so gut im Training? Ich habe mehrere Sommer lang in China trainiert und als ich das erste Mal in Changsha, das ist eines der besten besten Jugendcenter in Shanghai, in China, als ich da war, da war es glaube ich ich weiß gar nicht, ob es 4 Wochen war oder 6 Wochen, war es das erste Mal, dass der Trainer aufgestanden ist und einen der Spieler, den besten Spieler, korrigiert hat. Davor wurden nur Übungen angesagt, ganz am Anfang des Trainings, schön in der Reihe aufgestellt und dann bekommt man die Übungen angesagt, die 3, 4, die man die nächsten 3 Stunden macht und dann gibt es kein Feedback. Warum entwickelt sich aber trotzdem eine gute Lauftechnik, eine gute Beinarbeit, eine gute Schlagtechnik? Und darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht. Warum auch die Spieler, die wir in Hamburg ausgebildet haben, mit verschiedenen Trainertypen, zum Beispiel einige von euch kennen auch Jacek Hankiewicz, ehemaliger polnischer Spitzenspieler, ehemaliger polnischer Nationaltrainer, auch der lange Jahre in Hamburg. Warum waren unsere Spieler in Hamburg immer sehr, sehr gut und jetzt auch noch so? Ich hatte das ja im Beispiel auch angegeben in der Vorstellung dieses Seminars, dass wir vor 2 Jahren am Bundesstützpunkt in Saarbrücken waren wirklich 9 von 18 Spielern, die am Stützpunkt in Hamburg trainiert haben. Und Hamburg ist ja mit der kleinste Landesverband. Und woher kommt das? Warum waren wir da? Und die Trainerteams danach, was haben die letztendlich gut gemacht, das dazu führt, dass da sich besondere Leistungen rausbildet? Der erste Teil der Präsentation, da geht es letztendlich um Schlagtechnik. Das ganze Seminar, die ganzen Ideen, die dahinter stecken, sind verteilt auf diese 3 verschiedenen Teile. Im ersten Teil beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit Schlagtechnik. Im zweiten Teil heute Nachmittag geht es um die Beinarbeit und der morgige Tag, da geht es letztendlich darum, das Ganze zusammenzupacken. Also wie kann man das jetzt im Training nutzen, wie kann man das planen, wie kann ich das letztendlich auch für mich als Trainer oder für meine Spieler oder für mich auch als Spieler handhabbar machen. Das ist so ungefähr der Fahrplan. Ich finde immer ganz wichtig, dass ihr eine Grundidee habt, wo komme ich her. Und zwar meine ich jetzt nicht, wie Alex das gesagt hatte, dass ich hier aus dem Hamburger Umland jetzt mittlerweile komme, sondern an was glaube ich, was war auch mein Weg irgendwie als Trainer und was sind so Ideen, die mich sozusagen als Trainer geprägt haben, weil je nachdem, in welcher Trainingskultur man aufgewachsen ist, denkt man auch, dass bestimmte Sachen erfolgreich sind. Und ihr merkt schon, wie ich das formuliert habe, es ist vielleicht nicht immer so, dass das, was man denkt, dass es erfolgreich ist, dass das wirklich der Grund ist für den Erfolg. Aber dazu komme ich ein bisschen später.